Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Die Apfelernte ist voll im Gange und heute wollen wir zusammen uns ein paar Rezepte anschauen. Was machen wir mit der Apfelernte? Wie verarbeiten wir die? Es sind einige interessante Rezepte, vielleicht auch bekannte dir. Auch ein Rundgang steht heute wieder an. Also komm doch gerne mit. Das ist die Ernte von heute und alle 3 Tage haben wir diese Menge Fahlobst im Garten unter den Bäumen. Da stellt sich die Frage, wie verarbeitet man Fahlobst? Ob Apfelessig, Apfelkompott für den Winter oder auch ein Apfelkuchen. Es gibt viele Variationen. Ich bin jetzt auf den Geschmack gekommen, Bratapfel zu machen. Das haben wir auch jetzt ein paar Mal versucht. Total lecker mit Nüssen und Wintergewürz. Das ist schon Vorgeschmack auf Winterzeiten. Ein Teil wird jetzt verarbeitet und eingekocht und ein Teil frisch eingelagert. Mein Rundgang heute widme ich Tomaten und es waren dieses Jahr experimentell 4 Standorte. Hier standen die Freiland-Tomaten und mittlerweile haben wir die entfernt. Es war ein misslungenes Projekt dieses Jahr. Die Tomaten haben Braunfäule gefangen. Die andere Ernte, die trotzdem jetzt stattfindet auf diesem Fleckchen, ist zum Beispiel Pfefferminzpflanzen. Die werden zum Tee verarbeitet. Hinten im Bild ist der Meerrettich oder der Baumspinat. Der Baumspinat blüht mittlerweile und da werden wir die Samen ernten. Das war nicht so toll, dass die Tomaten die Braunfäule gefangen haben. Aber so ist es in der Natur, dass es manchmal auch nicht funktioniert. Das muss man akzeptieren. Und es ist aber kein Grund, nächstes Jahr das nicht nochmal zu versuchen. Vielleicht genau auf diesem Platz weiterhin. Das ist eigentlich sehr gut belufteter, sonniger Platz. Und der Anfang der Wachstumsperiode war sehr gut bei den Tomaten, nur es hat hinterher sehr viel geregnet. Und in der Nacht war das dann etwas kälter und dann die Hitze. Ich glaube, dieses Jahr hat es einfach nicht funktioniert, aber das nächste Jahr werden wir das immer weiter probieren. Wir haben außerdem daneben eine Riesenernte von Brennnesselsamen. Und schon im Frühjahr und im Sommer haben wir sehr viel Brennnessel beerntet. Und jetzt sind das die Samen, die getrocknet werden. Die Samen der Brennnessel haben einen hohen Eiweißgehalt und ich trockne die dann und die werden dann als so eine Gewürzmischung für den Salat beigemischt. Und das ist so vor den Weinreben, so auf ganzer Ebene von beiden Seiten. Da muss man wirklich nicht viel tun, nur abernten. Für meinen Blasen- und Nierentee sammle ich gerade Lorbeer und das ist genau die richtige Zeit jetzt, Lorbeerblätter zu sammeln und dann zu trocknen. Und wir kommen zum nächsten Standort von den Tomaten und das ist das Gewächshaus. Da klappt es tatsächlich jedes Jahr. Da sind wir ziemlich routiniert. Im Mai wurden die Tomaten Ende Mai ausgepflanzt und jetzt haben wir eine gute Ernte, wo wir immer zurückgreifen können. Nach dem Auspflanzen wurde direkt gemulcht und 2 Monate ungefähr haben wir ordentlich gegossen. Jetzt wird es nur einmal in der Woche und dann richtig sparsam gegossen und abgeerntet.
Nächster Standort ist auch im Freien. Hier habe ich versucht direkt Aussaat, allerdings war es sehr kalt und erst Anfang Juni kamen die Samen in die Erde rein. Die Pflanzen haben aufgeholt, die haben geblüht und sogar die Früchte hatten wir. Bis zum Anfang September haben wir ungefähr 3 Kilo Tomaten gesammelt und jetzt wurden die Tomatenpflanzen auch von der Braunfäule befallen und ja, der Wachstum ist zu Ende. Es sind noch ein paar grüne Tomaten, die versuche ich zu sammeln und zu fermentieren. Vielleicht kriege ich noch ein Gläschen zusammen. Also ein großer Erfolg war das nicht, aber das versuche ich tatsächlich nächstes Jahr wieder, vielleicht an einem anderen Standort, weil es war eine interessante Beobachtung, wie die Tomaten überhaupt wachsen. Und somit übergehen wir zum 4. Standort für die Tomaten und das ist mein kleiner Vertikalgarten. Hier sind nur 5 Exemplare da und die sind auch im Freien. Und trotzdem sind die überhaupt nicht von der Braunfäule befallen. Ich freue mich sehr, dass dieses Experiment gelungen ist. Weiß überhaupt nicht, woran das liegt. Falls du eine Idee hast, schreib mir gerne in die Kommentare. Vielleicht habe ich hier etwas mehr Abstand und ein bisschen mehr Luft gehabt zwischen den Pflanzen. Ich freue mich natürlich über ein gelungenes Experiment und das geht einfach in die nächsten Jahre weiter. Und hier sind nochmal die fermentierten Tomaten und die eingekochten Äpfel von dieser Woche. Ich freue mich, dass es ein Teilvorrat von dieser Woche und es wird noch einiges dazu kommen. Die Tomaten, die werde ich nach 3 Tagen dann in die kleinere Schraubgläser verteilen. Und mit dem Schraubdeckel zu stoppe ich Fermentierungsprozess. Die anderen Gläser, die heiß und eingekocht sind, die kommen in einen Wäschekorb unter eine Decke und bis die Deckel nicht ploppen, verbleiben die auch im Wäschekorb. Das finde ich seit dem letzten Jahr sehr praktisch. Und so mache ich das einfach weiter. Der Vorrat rotiert, die kalten Gläser kommen sofort in den Keller und die heißen Gläser bleiben 1-2 Tage, bis die nächsten eingekochten Vorräte dann fertig sind. Es ist vielleicht etwas merkwürdig, das im Wäschekorb ploppen lassen. Für mich ja, hat sich das als praktisch rausgestellt. Und das ist mittlerweile so viel geworden. Ich würde dir ganz gerne meinen Vorrat zeigen und nehme dich jetzt mit. Ja, willkommen. Willkommen in meinem neuen Vorratslager. Die meisten Vorräte natürlich sind im Keller und hier wird ein Raum nochmal umgebaut. Wir werden Schränke aufstellen. Und ich werde dann die Vorräte entweder nach süßen und herzhaften oder nach Monaten sortieren. Ich werde auch Päckchen, zum Beispiel ich schnüre jetzt für Oktober und November jeweils Päckchen. Mal schauen, wie das klappt. Das werde ich auch weiter berichten. Wir sind 3-Personen-Haushalt und die 30 Tage, dass man so jeden Tag irgendwas dazu nimmt, entweder zum Frühstück ein Gläschen oder eine Tomatensauce für ein Gericht kochen. Wie das klappen wird, das habe ich noch nie so gemacht in dieser Form. Wirklich nach Monaten in einen Karton einsortiert. Hier hinter mir sind so die Vorräte, die wir als erstes verzehren werden. Das sind die süßen Sachen. Daneben in den Schrank kommen dann, da ist noch so ein Schrank, kommen dann herzhaftere Sachen und in den weiteren Regalen werden dann nach Monaten sortierten Vorräte sein. Mal schauen, wie es klappen wird. Damit verspreche ich mir etwas Erleichterung in der Küche und natürlich, dass wir eigene, gesunde Lebensmittel verzehren. Das ist eigentlich Sinn von meiner Aufgabe und das, was ich vorhabe, von meiner Gartenbewirtschaftung,
Ich möchte so viel wie möglich für uns gesunde und eigene Lebensmittel produzieren. Und natürlich die dann auch bevorraten. Erstmal in dieser Form, es kommen auch die Kartoffeln zum Einlagern, die Äpfel, die Möhren in die Erdmiete, Mitte, die werden wir noch ausheben müssen und so einige Sachen dazu. 2 Gläschen fermentierte Brechbohnen werde ich auch bevorraten. Zurück zu der Apfelernte. Apfelkompott und Apfelessig sind eigentlich die leichtesten Rezepte aus den Äpfeln. Natürlich kann man die auch roh essen, dann ist das noch am leichtesten. Meine Rezepte verlinke ich dir in der Videobeschreibung und in den ersten Kommentaren pinne ich das an. Letztes Jahr war ich auch genauso wie dieses Jahr fleißig und habe das dokumentiert. Dir wünsche ich viel Freude beim Rezepte entdecken und weitere Videos schauen. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen, dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ach, übrigens, Daumen nach oben kannst du mir auch geben und den Kanal abonnieren.